I think we're going to start off with a little bit of information for those who want to become professional mediums or psychics. Ich denke, wir werden damit beginnen, Informationen zu geben für diejenigen unter euch, die professionell als Medium arbeiten möchten. Even for those who don't want to be professional. Those who don't want to be professional are simply not comfortable with money yet. Die noch nicht professionell als Medium arbeiten wollen, fühlen sich einfach noch nicht mit dem Geld wohl, das sie dabei verdienen. Once you become more comfortable with money, you'll be okay with calling yourself a professional medium. Sobald du dich mit Geld auch wohlfühlst, ist es auch in Ordnung für dich, wenn du ein professionelles Medium bist. The easiest way to become comfortable with receiving money for your mediumship is to understand that you have come to Earth for you, not for Earth. Earth has existed long before you. Die Erde hat es schon lang vor dir gegeben. And it's going to go on long after you leave. Und sie wird auch noch lang weiter bestehen, wenn du schon weg bist. You saw Earth and you thought, oh, interesting. Du hast die Erde gesehen und dir gedacht, interessant. Let me go. Lass mich das dahin gehen. So it would help us to let go of the wish that we think we came here to help Earth. Es würde uns helfen, loszulassen von dieser Vorstellung, dass wir hierher gekommen sind, um der Erde zu helfen. We really didn't. Das haben wir nicht getan. If Earth wants help, she's got good contacts, don't worry. Wenn die Erde Hilfe wollen würde, hat sie schon ihre Kontakte, keine Sorgen. Now, back to being a professional healer or psychic, or medium or psychic. Also zurück zum professionellen Heiler sein oder Medium sein. I don't have a word for psychic, so just Medium, okay, we'll use medium then. Back to being a professional medium. We've given a bad name to the word medium. Wir haben dem Namen Medium mit dem was Schlechtes in Verbindung gebracht. We think mediums are here to predict the future. Viele glauben, dass Medien hier sind, um die Zukunft vorauszusagen. Sometimes we can see the future because it's in the client's aura, but we're not here to predict the future. Manchmal können wir als Medium die Zukunft sehen, weil sie in der Aura des Klienten ist, aber wir sind nicht hier, um die Zukunft vorauszusagen. We are here to help the client get information from his or her unseen self. Wir sind hier, um den Klienten Informationen zu überbringen, die vom höheren Selbst des Klienten kommen. We can call it the soul. Können es auch die Seele nennen. We can call it the aura. Oder die Aura. We can call it the universe. Das Universum. We can even call it God. Wir können es auch Gott nennen. Okay. So when someone asks you, am I going to get married? Wenn dich also jemand fragt, werde ich je heiraten? Tell them if you want to. Dann sag ihnen, wenn du möchtest. Nothing is pre-written. Nichts ist vorher vorgeschrieben schon. But one way we could go about this question, if they asked you, am I going to get married? Aber etwas, was wir mit dieser Frage machen können, you could say, all I could do is find out what's blocking you from getting married. Dann kannst du sagen, alles, was ich herausfinden kann oder fragen kann, ist, was dich blockiert, davon zurückhält, zu heiraten. Because the universe always gives us what we want. Weil das Universum gibt uns immer, was wir wollen. So if you want to get married and you're not getting married, somehow you're blocking it. Wenn du also heiraten willst und du schaffst es nicht zu heiraten, dann blockierst du irgendetwas. And then we could help the client figure out how she or he is blocking this. Dann können wir dem Klienten helfen, herauszufinden, wie sie oder er das blockiert. Instead of trying to find her a husband. Anstatt zu versuchen, ihr einen Ehemann zu finden. Now, there are mediums, and then there are mediums. Es gibt Medien und es gibt Medien. The difference between a medium and a medium Der Unterschied zwischen einem Medium und einem Medium is the medium doesn't care. ist, dass das Medium sich nicht kümmert. In order to be a good medium, you really have to not care. Um ein gutes Medium zu sein, darfst du dich nicht kümmern, nicht sorgen. Because in order to get information from the universe, you need to be totally detached Denn um from the outcome.
Um Informationen vom Universum zu bekommen, musst du völlig losgelöst vom Ergebnis sein. The universe doesn't take sides. Das Universum nimmt keine Seite an. Oh, I'm on her side because she's a good person. Ich bin auf ihrer Seite, weil sie ein guter Mensch ist. The universe doesn't talk like that. Das Universum funktioniert so nicht. It's a game. Es ist ein Spiel. And it keeps saying, what is it you want? Und das Universum sagt immer, was ist es, was du willst? So it's important to detach totally from the outcome of your client or your friend, if you're giving your friend a session, if you want to be a good channel. Wenn du ein gutes Medium sein willst, ist es sehr wichtig, dass du dich loslöst vom Ergebnis, von dem, was aus der Sitzung rauskommt, von dem, was mit dem Klienten danach geschieht oder mit deinem Freund, wenn du einem Freund eine Sitzung gibst. I am very good at channeling Ich bin sehr gut im Channeling, because I never cared. weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, mich nie gekümmert habe. It's not a talent. Es ist kein Talent, It's not a gift. es ist kein Geschenk, It's a choice. es ist eine Wahl. I said, I want to channel. That's it. Ich habe gesagt, ich möchte Channeling, das war's. I was not born this way. Ich wurde nicht so geboren. It started at 40. Ich war schon 40, als es begonnen hat, But because I chose it. weil ich es gewählt habe. But because I didn't care about anybody, I became a good channel very, very fast. Aber weil ich mich um niemanden gekümmert habe, bin ich sehr schnell ein gutes Medium geworden. When we say very fast, in 3 days. Wenn ich sehr schnell sage, meine ich innerhalb 3 Tagen. After I made the decision that this is what I want to do, in 3 days, I already had clients. Ich habe die Entscheidung getroffen, das möchte ich machen und 3 Tage später hatte ich Klienten. Really, it's not a miracle. Das ist wirklich kein Wunder. Once we make a decision, we go into the energy of the decision we made. Wenn wir eine Entscheidung treffen, gehen wir in die Energie dieser Entscheidung, die wir getroffen haben. And if I'm in the energy of this is what I want to do, I automatically attract the clients. Und wenn ich in dieser Energie bin, das ist das, was ich machen möchte, dann ziehe ich automatisch Klienten an in mein Leben. Another reason I'm very good. Noch ein Grund, warum ich so gut bin. I totally trusted what I saw from the first minute. Ich habe vollständig dem vertraut, was ich gesehen habe vom ersten Moment an. I never doubted. Ich habe nie gezweifelt. The reason I never doubted Und der Grund, warum ich nie gezweifelt habe, was because I didn't care. weil ich mich nicht gekümmert habe. I didn't care what the client might say Es war mir egal, was der Klient sagen würde. because I always knew I came to earth for me, not for my clients. Weil ich wusste immer, ich bin für mich hier auf der Erde, nicht für den Klienten. The first week, I think it was day 2 or day 3, In der ersten Woche, am 2. oder 3. Tag, I was living in California, damals habe ich in Kalifornien gelebt, and I had a lady who was African American. hatte ich eine Frau, die afroamerikanisch war. I close my eyes and I see her grandfather coming. Ich schließe meine Augen und ich sehe, wie ihr Großvater kommt. Her grandfather was white. Und ihr Großvater war weiß. Now, if I let my brain work, I would say, no, the wrong person came. Und wenn ich jetzt mit meinem Verstand gearbeitet hätte, hätte ich gesagt, oh, das ist der Falsche, ist da jetzt gekommen, ja, der falsche Mensch. So I say to her, your grandfather is here, but why is he white? Also habe ich zu ihr gesagt, dein Großvater ist hier, aber warum ist er weiß? Always ask questions when you see something that doesn't fit according to logic. Stell immer Fragen, wenn du etwas siehst, was mit deiner Logik nicht in Verbindung zu bringen ist. And she answers, Und sie antwortete, my grandfather is white, I was adopted. mein Großvater ist weiß, ich bin adoptiert. Right. So ask questions when you see something that you think shouldn't be there, with our brain shouldn't be there. Also frag einfach nach, wenn du etwas siehst, das unserem Verstand nach keinen Sinn ergibt. Never doubt and never say, I'm seeing something that isn't right. Zweifle niemals und sag niemals, ich sehe etwas, was nicht stimmt. When the client comes to you, she comes with her higher self, her guides, her friends from the universe, and her angels. Wenn ein Klient zu dir kommt, kommt sie mit ihrem höheren Selbst, mit ihren Engeln, mit ihren Geistführern und mit allen Freunden aus ihrer Heimat, aus ihrem Heimatplaneten. All these people will not give you false information. Und all diese Wesen geben dir keine falschen Informationen. So never doubt. It's very important not to doubt. Zweifle also niemals. Es ist sehr wichtig, nie zu zweifeln. Because if you doubt, the universe will simply not bother showing you too much. Weil wenn du zweifelst, dann macht sich das Universum keine Mühe
dir mehr zu zeigen. See, the universe doesn't waste time like we do. Das Universum ist nicht so wie wir, es vergeudet keine Zeit. It says, she doubts, never mind, I'll go somewhere else. Das Universum sagt, sie zweifelt, dann gehe ich woanders hin. So, we can talk here till Jesus comes back. Wir können hier drüber sprechen, bis Jesus wiederkommt. If you doubt, there's no way we could help you be a professional psychic, a professional medium. Ja, solange du zweifelst, gibt es keine Möglichkeit, dass du ein professionelles Medium sein kannst. That's doubt. The second is, do not think it's a gift. Das zweite ist, glaub nicht, dass es ein Geschenk ist. There's a very good line in one of the book's Conversations with God. In einem der Bücher Gespräche mit Gott gibt es einen schönen Satz. The author asks God, who do you talk to? Der Autor fragt Gott, mit wem sprichst du? And God replies, Und Gott antwortet, the question is not who do I talk to, the question is who's listening? Gott antwortet, die Frage ist nicht, zu wem spreche ich, sondern die Frage ist, wer hört zu? Because I talk to everybody. Weil ich spreche zu allen. The universe does not shut up. Das Universum ist nie still. It's constantly talking to us. Es spricht immer zu uns, konstant. But we are not listening. Aber wir hören nicht zu. Simply because we have doubts. Nur weil wir Zweifel haben. And because we don't love ourselves. Und weil wir uns selbst nicht lieben. Because we say, no, God could not be talking to me. Weil wir sagen, ach, Gott kann nicht mit mir sprechen. Out of all these good people in the world, why would he talk to me? Wo es all diese tollen Menschen gibt auf der Welt, warum würde Gott mit mir sprechen? Let me give you a little secret. Lasst mich euch ein Geheimnis sagen. Good people bore God. Gute Menschen langweilen Gott. Okay. The more bad you are, the easier it is for you to talk to God. Je schlechter du bist, desto leichter ist es für dich, mit Gott zu sprechen. Because God finds bad people exciting. Weil Gott schlechte Menschen aufregend findet. It's like, oh, why didn't I think of that? Also als würde er sagen, oh, warum ist mir das nicht eingefallen? Okay. So don't think that why should the universe talk to me? Why not? Ich glaube also nicht, warum sollte das Universum gerade mit mir sprechen? Warum nicht? Again, we're going back to, we see things sometimes that don't make immediate sense to the client. Wir gehen wieder zurück dahin, wo wir manchmal Dinge sehen, die für den Klienten nicht sofort Sinn ergeben. Just 2 days ago, I had a business session in Graz. Vor 2 Tagen hatte ich in Graz eine Business-Sitzung. The lady had some sort of child care center, but for therapy, really. Die Frau hatte ein Zentrum für Eltern und Kinder in der Art für Therapie. And I see a little girl with brain problems. Und ich sehe ein kleines Mädchen das geistig zurückgeblieben ist. And I ask her, do you have a little girl here with brain problems? Und ich frage sie, gibt es hier im Zentrum ein kleines Mädchen, das geistig zurückgeblieben ist? No. Nein. But I kept seeing this image. Aber ich habe dieses Bild weiterhin gesehen. So after the client says no and you keep seeing the image, ask your question a little bit differently. Also nachdem der Klient Nein gesagt hat und du siehst das Bild immer noch, dann frag ein bisschen anders. Then I felt like this little girl is like a twin sister to the client. Dann hatte ich das Gefühl, diese kleine Schwester ist fast wie eine Zwillingsschwester zu meiner Klientin. So I asked, were you a twin? Also habe ich sie gefragt, warst du ein Zwilling? No. Nein. Did you have any sister with brain problems? Hast du eine Schwester gehabt, die zurückgeblieben war geistig? No, but when my mother was pregnant, she did lose a little girl. Aber als meine Mutter schwanger war mit mir, hat sie ein kleines Mädchen verloren. And this was the little girl that was coming to me in my image. Und das war das kleine Mädchen, das ich im Bild hatte. And we find out that the soul of this little girl left the body because the body was going to have brain problems. Und wir haben herausgefunden, dass die Seele den Körper dieses kleinen Mädchens verlassen hatte, weil sie diese Probleme im Gehirn hatte. So sometimes we don't know how to interpret the image we see right away. So manchmal wissen wir nicht, wie wir das Bild interpretieren sollen, das wir gerade sehen. So don't let the client's no stop you. Lass dich also nicht vom Nein des Klienten aufhalten. If this is what you're seeing, this is what you're seeing. Wenn es das ist, was du siehst, dann ist es das, was du siehst. Insist and try to question it from a different angle. Bleib dabei und versuch es von einer anderen Seite zu betrachten, die Situation. Souls, spirits, the universe doesn't speak languages.
Seelen, das Universum, Geistführer sprechen keine Sprache in unserem Sinn. They speak with emotions and images. Sie sprechen mit Gefühlen, mit Bildern. So it's difficult for us to see an image and put it into correct words with the first go. Es ist also oft schwer für uns, ein Bild oder ein Gefühl zu bekommen und es sofort in die richtigen Worte zu beschreiben.